Das Rückspiel in der Europa League Achtelfinale zu Hause gegen Lille. Die große Chance, ein weiteres Kapitel zu schreiben. Nicht nur auf unserer Reise durch Europa, sondern auch generell mit Preußen Münster, was wir bislang hier geschafft haben. Ja, das ist so ein weiteres Highlight-Spiel einfach. Das Rückspiel gegen Lille. 2-2 im Hinspiel. Ausgangslage ist also klar, der Sieger kommt weiter. Und bei Unentschieden gibt es halt Verlängerungen oder Elfmeterschießen. Die Möglichkeiten gibt's. Von daher reden wir gar nicht lange um den heißen Brei herum. Um den heißen Hai auch nicht schlecht. Also um den heißen Brei. Fangen wir an. Rückspiel gegen Lille zu Hause. Wenn wir so ähnlich druckvoll starten wie im Hinspiel, dann sehe ich uns hier gar nicht so chancenlos. Das war schon sehr gut, was wir in Lille gemacht haben. Aber auch die Gegentore wieder zu leicht leider bekommen. Wir legen aber gleich mal los wie die Feuerwehr. Liszek unten auf Wanner, der läuft durch. Ferry in der Mitte, das ist ein ganz einfacher und gut gespielter Angriff. Und ein Traumstart, wie er im Buche steht. Das 1:0 durch Nacho Ferry. Und ja, daran sieht man mal wieder, auch bei Preußen Münster kann Fußball ganz leicht sein. Ein Ball nach außen, dann in der Mitte und wenn der Stürmer richtig steht, dann geht das. Warum nicht öfter, ist die Frage. Warum nicht öfter? Ja, besser hätte dieses Spiel nicht starten können. Also die Führung, gleich wieder der Druck auf Lille, die mit Moise Kean von Anfang an, glaube ich, spielen. War im letzten Spiel nicht so. Der hat dann aber noch zum Ausgleich getroffen dann am Ende. Und Mbappé. Ich glaube immer noch, dass das der Bruder ist von dem aus Madrid, Mbappé. Ich habe bislang aber auch noch nicht nachgeguckt, um mich da zu vergewissern. Aber vielleicht bringt dieses Tor hier eine ganz andere Wendung oder Gewichtung oder beziehungsweise einen ganz anderen Spielverlauf. Wer weiß es schon. Ferry ist wieder vorne gegen Tomiyasu, gegen Dank. Da ist der Winkel jetzt zu spitz. Da war auch niemand in der Mitte, den ich hätte anspielen können. Von daher mal der Versuch alleine durchzukommen. Aber auch Lille, die brauchten auch nur eine Chance. Ganz kurz vor der Pause, um zum Ausgleich zu kommen. Und auch nur eine Chance gefühlt in der zweiten Halbzeit. Durch einen groben Stellungsfehler von Chavez. Ich hoffe, dass uns das heute hier erspart bleibt. Aber man weiß nie. Wie in jedem Spiel. Man weiß nie. Da ist Moise Kean, Chavez. Ist schon wieder, das ist Abseits. Ja, das ist Abseits. Müsste Abseits sein, dann pfeift doch auch. Also dann lass doch nicht erst bis zum Ende noch durchlaufen. Ist doch Abseits. Macht den anderen doch nicht die Hoffnung. Waren bestimmt 3-4 Meter Abseits. Oh, und diese Pässe, die verstehe ich auch nicht. Das ist auch so unnötig, den Gegner so wieder ins Spiel reinkommen zu lassen. Wie gesagt, ich verstehe das auch nicht. Wieso man es nicht einfach schafft, aus 5 Metern den Ball zum nächsten Mitspieler zu spielen. So, Rogoff. Reingerutscht für Atagana. Und dann spielt er diesen klasse Ball und wieder ist Ferry frei. Liszek in der Mitte wäre noch eine Option. Ist er Liszek! 2:0. Ich höre die Fotografen in der Bande mit der Kamera klicken. Hier, dann macht man ein schönes Foto. Für die Zeitungen. 2:0. Das geht ja hier richtig gut los. Der Ball nicht optimal gespielt und dann nimmt den Liszek noch einmal mit und dann ist er auch mit links so abschlussstark. Da ist nichts zu machen. Hätten wir auch alleine probieren können, aber ist ja total sinnfrei. Warum alleine machen, wenn wir auch abspielen können. 2:0, 19. Minute. Also es hätte nicht besser laufen können hier im Rückspiel. Aber auch das heißt noch nichts. Ist erstmal gut. Ist ein gutes Polster für uns. Das heißt, Lille ist jetzt noch mehr gezwungen, das Spiel zu machen. Und ist jetzt noch mehr in der Offensive gefragt. Aber das müssen sie auch erstmal aufholen. Mbappé. Friedrich Wagner. Da muss irgendeiner hin. Und schon sind sie da. Und Sinamo ist auch da. Auch so einen guten Keeper, oder? Ist ja gut. Eine gute Keeperleistung brauchen wir auch heute, natürlich, um das Ganze hier doch irgendwie zu schaffen. Und dann winkt im Viertelfinale natürlich, weiß ich nicht, unter anderem vielleicht die Tottenham Hotspur nochmal. Die wir ja auch schon in der Ligaphase gespielt haben. Oder gegen Wolfsburg. Ein Bundesliga-Duell, das ist auch möglich. Wir gucken mal. Noch ist es nicht so weit. Noch müssen wir hier knapp 65 Minuten mit Nachspielzeit überstehen. Vielleicht sogar auch noch länger. Wenn Lille bis dahin dann ausgeglichen hat. Aber ich denke eigentlich gar nicht so weit. Ich gehe davon aus, dass wir das hier 90 Minuten hinkriegen. Und das ist auch auf jeden Fall möglich. Siehe hier die ersten 30 Minuten, die sehen richtig, richtig gut aus.
Wanner macht sie wieder hier alle schwindelig und spielt so schwindelig. Oh, Rogoff, schöner Versuch. Ja, leider zu zentral. Der kann es auch. Der hat gegen Hamburg ein Tor in der letzten Sekunde geschossen. Der kann auch von Weitem schießen. Genauso wie Hikimoglu. Das hat er gegen Freiburg bewiesen im letzten Spiel. Aber natürlich jetzt auch ein bisschen auf die Defensive fokussieren. Nicht nur nach vorne blind, sondern auch die Defensive hier immer im Auge behalten. Tomiyasu. Durchgestellt. Kein Abseits. Achtung, 50-50 Chance wieder. Was macht da Sina Moister? Und Poso. Und Lille steht hinten mit 5 Mann. Haben aber trotzdem vorne genug Leute, damit sie das hier irgendwie hinkriegen. Ferry. Wanner wieder alleine gegen Guerrero. Das ist ganz easy. Ferry ist wieder frei. Oh, schlecht gespielt. Schlechter Ball, aber Wanner hat den sehr, sehr gut. Rogoff. Auch mal ein bisschen hinten rum. Die gehen ganz schön aggressiv drauf, ey. Hier eine Grätsche, da eine Grätsche. Bislang immer ins Leere, Gott sei Dank. Aber das sieht sehr, sehr gut hier bei uns aus. Jongwa nimmt Liscesh mit. Die Chance aufs dritte. Liscesh jetzt aber ins lange Eck. Und das könnte schon die Vorentscheidung sein. Ich verstehe es doch nicht. Auf der einen Seite, wir tun uns manchmal so schwer. Egal, ob das jetzt gegen Gladbach zum Beispiel war oder auch gegen Leipzig zu Hause. Das sah auch in Unterzahl richtig gut aus. Und dann hast du wieder so Spiele, wo plötzlich alles klappt. Wo wir die Lücken haben, wo wir Platz haben. Wo wir uns auch mal durchsetzen können. Wo jeder Schuss ein Treffer ist. 3-0. Ja, unsere gesamte Saison verläuft jetzt nicht in einem ständigen Auf und Ab. Also wir haben auch mal 3, 4 Spiele, die wir am Stück auch gewonnen haben. Aber dann auch zuletzt 3 Spiele in Folge verloren in der Bundesliga. Ich glaube, wir halten das einfach so fest, dass Preußen Münster nach wie vor eine Wundertüte ist. Also man weiß nie, was man bekommt. Eine Schachtel Pralinen, wenn ihr so wollt. Man weiß nie, was man bekommt. Wenn man denkt, okay, jetzt starten wir mal eine Serie, dann kommt wieder eine Niederlage. Achtung, Chavez kommt nicht ran. Und Lille ist wieder da. Durch Moiskin. So einfach geht das. Einmal nicht aufgepasst, einmal hinten die Defensive so ein bisschen vernachlässigt und der Gegner ist wieder dran. Da darf eigentlich nichts passieren. Hier, Moiskin, da müssen wir jetzt auch unbedingt nicht in die Grätsche gehen. Da hätte es auch gereicht, wenn wir uns da vielleicht hingestellt hätten, aber ich bin so ein bisschen gebrieft schon aus den ganzen letzten Gegentoren, die wir bekommen haben. Also da hätte wahrscheinlich Moiskin auch irgendwie eine Lücke gefunden und hätte an Chavez vorbeigeschossen. Deswegen bin ich da auf sicher mal in die Grätsche gegangen. Aber es ist ja noch nicht Halbzeit. Vielleicht kriegen wir noch mal eine Chance. Jongwa. Oh, Ferry. Gut gespielt. Durch den Oberkörper durch. Das schafft auch nur Nacho Ferry. Sich den Ball selber vorzulegen durch den eigenen Oberkörper. Und dann daraus eine Chance zu entwickeln. Naja, also 3:1. Schon wieder ganz schön viel passiert hier. Und wir haben gerade mal 45 Minuten gespielt. Und wir führen, glaube ich, verdient. Also wir haben 5 Schüsse. Wir haben daraus 3 Tore gemacht. XG-Wert ist wahrscheinlich bei 2,3. Lille liegt genau im Soll. Aber Lille braucht halt noch 2 Tore. Und wenn wir uns jetzt nicht ganz dämlich anstellen in der Verteidigung, wenn wir auch weiterhin nach vorne spielen, dann hoffe ich trotzdem, dass wir das hier irgendwie hinkriegen. Aber Achtung, Lille ist da mit Moiskin. Friedrich ist da, sehr schön. Auch ein sehr, sehr wichtiger Stabilisator in der Rückrunde. Bin ich auch froh, dass wir den geholt haben. Und Ferry, ja, schade, erster Kontakt nicht gut. Und vorne Nacho Ferry sowieso, der spielt auch eine richtig gute Saison bei uns. Nächste Chance, wieder Tomiyasu. Ja, natürlich aus der Drehung. Mbappé. Nochmal Mbappé. Wieder Chance 50-50. Friedrich. Ja, gut. Und fairer Zweikampf vor allem. Und jetzt die Chance. Aber das verstehe ich auch nicht. Selbst unter Bedrängnis muss man doch den Ball einfach mal über 10, 15 Metern in die Mitte kriegen zu seinem Mitspieler. Das leuchtet mir noch nicht so ganz ein. Oder immer mal wieder. Verstehe ich es halt nicht. So, und Lille schafft den Durchbruch über Sarawi. Rembeck muss jetzt hier mal mit hinten rein, dann stehen hier halt 5 Mann, was soll's. Achtung, die nächste Chance und das nächste Tor. Und jetzt wird's
Ein richtig brenzliges Spiel nochmal für uns. Es ging auch zu einfach. Dürfen machen, was sie wollen. Mbappé natürlich am Ende wartet wieder aus 12, 13, 14 Metern und versenkt halt das Ding eiskalt im Tor. Da hat dann wahrscheinlich jetzt Remberg gefehlt. Jetzt war er in der Innenverteidigung, wollte mal mithelfen und jetzt hat er im Rückraum gefehlt. Und somit nur noch 3:2. Schade, wir haben so gut gespielt in der ersten Halbzeit, wir waren sehr, sehr druckvoll, aber jetzt lassen wir uns das Ganze so ein bisschen wieder vom Brot nehmen, aber so nicht mit uns. Wir schlagen zurück. Ganz, ganz wichtig, schöner Ball da, ich glaube von Poso war es wieder. Der kann aber auch die Bälle spielen, mein lieber Freund, 4:2. War von Poso, ne? Guck mal, überragender Ball, Ferry lässt durch und Wanner macht auch endlich mal wieder ein Tor. Hat viel gearbeitet, auch in den letzten Spielen. Viele Chancen rausgespielt, viele Aktionen gehabt. Aber so richtig zum Torabschluss ist er nicht gekommen. Richtig, richtig stark. Also 4:2. Ein beruhigenderes Ergebnis als das 3:2. Auch wichtig, dass es kurz nach dem 3:2 gefallen ist, das vierte. Mann, oh Mann, also auch in Europa gibt es immer viel Spektakel, viele Tore, auch viele Gegentore. Oh, jetzt gibt es wahrscheinlich gleich das nächste. Sahraoui auch wieder gut gespielt, aber jetzt. Die finden immer eine Lücke, egal was ich jetzt mache. Ich kann noch so gut verschieben, irgendwo ist halt immer wieder eine Lücke. Hier, Mbappé, aber so kann er ruhig schießen. Das ist kein Problem für Sinamoy, den muss er auch halten. Und die nächste Ecke, Jongwa, das ist auch zu einfach, das ist zu leicht. Auf dem Bierdeckel hier ausgespielt, aber Gott sei Dank aus dem Winkel unmöglich, den reinzumachen. So, jetzt wechseln wir mal. 25 Minuten vor Ende können wir unter anderem mal Kulis reinbringen. Jetzt vielleicht Atagana, vielleicht ist das auch so eine Art Joker eher. Dann Hekimoglu. Vorne können wir Casanaras nochmal reinbringen. Rechte Seite macht Brodowski nochmal ein bisschen frisch. Also, wir können doch auch nachlegen. Wir haben auch ein bisschen Qualität auf der Bank. Nach wie vor, wir haben Geschwindigkeit. Wir haben viel Potenzial, viel Talent durch Hekimoglu natürlich. Und daher bin ich jetzt gespannt, wie die letzten 20, 25 Minuten laufen. Das ist ein klassisches Foul von Mendes, glaube ich, gibt gelb. Alles gut, alles super. Warum beschwere ich mich da jetzt? Und greife dem Assistenten, guck mal, der ist für mich gar nicht da. Den Arm einmal durch den Oberkörper, nochmal durch den Oberkörper. Ja, ich brauche gar nicht schießen. Ich mache das lieber so. Wagner, cooles. Und dann ist Jongwa völlig frei. Um Gottes Willen, was ist das denn? Die Lücke einmal gesehen. 5:2. Und da lehne ich mich jetzt doch wieder weit aus dem Fenster. Das könnte und dürfte eigentlich die Vorentscheidung sein. 7:4 im Gesamtergebnis. Aber der war völlig blank. Völlig blank und Jongwa darf auch endlich mal wieder treffen. Was war da los? Ja, die haben sich hinten noch nicht wieder positioniert. Die Verteidigung stand nicht so ganz richtig und dann nutzen wir das aus. Jongwa, 5. Tor, 5:2, ey. Mega geil. Also so ein Spiel haben wir mal wieder gebraucht, wo wir auch uns jetzt nicht den Frust von der Seele schießen, aber wo es halt auch mal so läuft. Ein guter Beginn, dann wieder ein bisschen gezittert. So auf die ganz typische Art. Und dann am Ende trotzdem ein brachiales Feuerwerk, was ja noch nicht vorbei ist. Wir sind ja noch im Spiel drin. Hekimoglu, Atagana. Oh Gott, das kann jetzt ganz, ganz schlimm werden für Lille. Atagana! Ein ganz, ganz seltener Torschütze. 6:2. Gut, wir halten schon mal fest, das wird auf jeden Fall eines der spektakulärsten Spiele in der Saison. Hier treffen Spieler, die sonst gar nicht treffen. Hier Atagana zum Beispiel, ist gar nicht seine Position. Aber gut ausgespielt und ich bleib im Flow. Warum soll ich mich zurückziehen, wenn der Gegner uns die Lücken lässt? Ich schieße so viele Tore, wie es geht. 6:2 im Gesamtergebnis jetzt, also 8:4. Ich glaube, das hatte sich Lille auch ein bisschen anders vorgestellt, ne? Aber ihr seht, wie schnell sich auch so ein Spiel drehen kann. Da kommen die auf 3:2 ran. Und dann denke ich schon, oh Gott, jetzt wird es nochmal richtig brenzlig. Und dann, zack, 15 Minuten später ist das Ding schon entschieden. Mit dem 6:2.
Wenn es denn dabei bleibt. Ich glaube, das war noch nicht das letzte Tor. Achtung. Ich glaube, Lille oder wir, vielleicht schießen wir noch eins. Oder Lille schießt noch eins zur Ergebniskosmetik. Gut, aber dass wir jetzt noch 4 Gegentore bekommen in den letzten 15 Minuten, es ist möglich. Das würde ich uns auch zutrauen, aber im Normalfall ist das hier entschieden. Im Normalfall ist das hier entschieden. Wagner außen, holt sich den Ball. Und dann sind wir tatsächlich, ich mag es überhaupt nicht aussprechen, im Viertelfinale der Europa League und in den besten 8 Teams in Europa. Damit hätte ich echt nicht gerechnet. Wir waren in der Liga teilweise echt so phasenweise schwach, schlechte Ergebnisse. Auch in der Europa League haben wir uns in der Ligaphase manchmal schwer getan und dann liefern wir hier so ein Rückspiel ab. Vielleicht sind wir eine K.O.-Mannschaft. Weiß ich nicht, keine Ahnung. Vielleicht gewinnen wir ja gerade ausgerechnet diese Spiele hier in der K.O.-Phase. Hekimoglu. Da auch nochmal mit einer Chance. Ich weiß es nicht, je nachdem, welchen Gegner wir jetzt kriegen. Vielleicht kriegen wir ja die Spurs, dann haben wir die Chance, uns da zu revanchieren. Vielleicht wird es der VfL Wolfsburg. Vielleicht wird es auch Newcastle United, weiß ich nicht. Weiterer Top aus der Premier League. Aber egal wer kommt, wir werden es auch wieder genießen. Wir werden auch wieder versuchen, dort uns bestmöglich zu verkaufen. Und natürlich ins Halbfinale dann zu kommen, ne? Also, das ist ja klar. Jetzt kommt erst nochmal Castanaras, der setzt sich da gut durch, aber gut, am Ende ist es jetzt egal. Es laufen die letzten 2-3 Minuten, ihr könnt schon mal die Sektkorken knallen lassen. Das ist ein wirklich historischer und aberwitziger Europa League Abend, den wir hier heute erlebt haben zusammen. Wir schlagen Lille, mal gucken wie viel, ja, wird beim 6-2 bleiben. Nach 2-2 Hinspiel souverän, sensationell. Hätte ich nie für möglich gehalten, dass das Spiel sich so entwickelt. Aber ihr seht, wie unberechenbar Fußball ist. Dafür verlieren wir dann wahrscheinlich irgendwann so gefühlt gegen Sandhausen. No disrespect an Sandhausen, aber ihr wisst, wie ich das meine im Vergleich. Und dann darf der Schiri jetzt gerne abpfeifen. Also, Poso schlägt ihn raus, schlägt den Ball. Ah, warte mal. Schiri lässt nochmal laufen, das heißt, es gibt noch ein 7:2. Wir sind noch nicht durch hier. Ich bin gerade selber ein bisschen verwirrt, weiß nicht, was ich machen soll. Godowski, allein gegen alle. Oh, Freistoß. Den nehme ich mir nochmal mit, okay. Wenn der Schiri nicht abpfeift nach 93 Minuten, dann gehe ich da nochmal mit. Oh, Verletzung bei Ebimbe. Ah, und schon ist er weg. Zack, da hat er sich verletzt. Den Freistoß, den nehme ich mir jetzt noch. Das wäre doch jetzt ein krönender Abschluss. Komm, Wagner, Poso, wer macht's? Haben wir hier einen guten Linksfuß? Nee, wir machen es mit Poso. Komm, dem würde ich es gönnen. Mal gucken. So, Poso über die Mauer drüber. Wird die letzte Aktion sein. Hopp. 97. Minute schon. Poso! Mua! Merci beaucoup. Ja, grandioser kannst du das Spiel nicht beenden. Also tut mir leid. 9:4 im Gesamtergebnis. 7:2, wenn der Schiri nicht vorher abpfeift. Großes Dankeschön an den Schiri, dass er mich den Freischuss noch hat schießen. Also ein Poso. Wir können es doch. Gefühlt das erste Freischusstor seit FIFA 15, 16. Keine Ahnung. Auch da müsste ich mal zurückgucken, wann ich das letzte Freischusstor geschossen habe. Ich glaube mit der Eintracht bei EAFC. Ich glaube, das habe ich auch. Beziehungsweise FIFA, EAFC. Ich weiß gar nicht. Ich glaube, bei FIFA hatte ich es noch geschossen. Ist doch egal. Also, mach einen Strich drunter. Komm, 7:2. Ey, lasst euch das auf der Zunge zergehen. Das ist ein historisches Spiel, was wir hier gemacht haben. 7 Tore. Krass. Unfassbar. Viertelfinale. Gegner ist mir jetzt erstmal egal, aber genießt das Spiel. Genießt dieses Spiel. Das wird so schnell wahrscheinlich so in der Art nicht nochmal wiederkommen. So, hier sehen wir die Rückspiele der anderen Ergebnisse. Die Ergebnisse der anderen Rückspiele. Mein Gott. Ich muss jetzt erstmal wieder meine Worte finden. Also, es ist Braga weitergekommen. Die hatten schon das Hinspiel gewonnen. Dann ist Sevilla weitergekommen. Wenig überraschend. Unser Ergebnis sticht natürlich heraus. Also, ey, tut mir leid. 7:2. Das müsst ihr euch echt einrahmen. Müsst ihr euch ins Museum am besten. Das muss ausgestellt werden in Münster, wenn es da so ein Museum gibt. So ein historisches Museum, wo man sich in 100 Jahren noch dran erinnert. Das muss auf jeden Fall mit rein. So, Marseille ist weiter. Die Spurs sind weiter. Rom ist weiter. Galatasaray ist weiter. Und Newcastle dann mit auch insgesamt 1:8. Also Newcastle scheint schon mit den Spurs hier und Sevilla der Favorit zu sein. Und dann ist das kleine Preußen Münster da. Die es auch hier und wieder mal schaffen, so ein Ding rauszuhauen, so ein Spiel. Jetzt kommt Union Berlin. Zu Hause in der Liga.
Jetzt kommt wieder der harte und, ja, der klassische Bundesliga-Alltag. Bin sehr, sehr gespannt. Wir gucken mal. Die sind 10. Wir sind auf dem 8. Platz. Die haben die letzten 3 Spiele allesamt verloren. Haben auch 5er-Kette. Wir schauen einfach mal. Jetzt gucke ich aber trotzdem nochmal, weil es mich wirklich jetzt juckt in den Fingern, gegen wen wir in der Europa League spielen im Viertelfinale. Ich bin sehr, sehr gespannt. Pokal sind wir auch noch mit dabei. Also wir haben noch Großes vor. Wir können Großes erreichen. Wir können aber auch ganz viel verlieren. So, gucken wir mal im Achtelfinale. Wer ist da so weiter? Leipzig ist weiter. Bergamo setzt sich gegen Liverpool durch. Dortmund gegen Inter. Real gegen Sporting. AC Mailand gewinnt gegen Barca. PSG haut die Bayern raus. Leverkusen gewinnt gegen Arsenal insgesamt. Und Neapel gewinnt zwar das Rückspiel, aber im Gesamtergebnis gewinnt Monaco dann. So, und jetzt die Euroleague. Das haben wir gesehen. Viertelfinale. Steht noch gar nicht fest. Achso, ja gut, dann erst im nächsten Part. Ich dachte, das steht bei uns auch schon fest. Also, nächstes Bundesligaspiel gegen Union. Wenn wir nur halb so viel Spektakel wieder auf den Platz bringen, dann wird das auch wieder ein richtig, richtig geiles Spiel. Also, macht's gut. Genießt dieses Spiel. Genießt dieses Ergebnis nochmal. 7. Lasst euch das auf der Zunge zergehen. 7-2 Münster gegen Lille. Viertelfinale in der Euroleague. Macht's gut. Ciao, ciao.